Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Was eine Wasserwaage und der Personenwagen für den TEE hier zusammen auf den Tisch zu suchen haben, das werdet ihr heute erfahren. Der Personenwagen für den TEE VT L5 kommt für 27,95 in diesem Karton, den ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen wollte, zu euch nach Hause. 590 Teile sind in dem Karton. Warum wollte ich euch den Karton nicht zeigen? Klar, Pappe, ein bisschen bla 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 und das ist es gewesen. Nicht mehr ganz. Hier ist wie gewohnt der Aufkleber, damit wir wissen, was ist in dem Karton drin. Und wer nicht lesen kann, was auf dem Aufkleber steht, der bekommt jetzt zumindest schon mal ein Bild auf den Karton, damit er weiß, was ist da drin. Also da ist ein bisschen was passiert seit meiner letzten Bestellung. Hat mich sehr überrascht, dass ich hier einen Aufkleber finde. Deswegen habe ich mir gedacht, gehe ich mal wieder auf den Karton drauf ein. Ansonsten wollte ich das ja nicht machen. Ansonsten mache ich das jetzt wie immer. Ich mache den auf, dann holen wir mal die Steine raus, die hier drin sind. Wie viele es sind, habe ich ja erzählt. Was er kostet, habe ich auch gesagt. Also riskieren wir unseren Blick. Ich rechne mit nichts anderem, als wie bei den Triebwagen auch schon gewesen ist. Karton kann weg. Hier sind mal ein paar Steine, die sind nicht in einer Tüte eingegossen. Warum auch immer das so ist, ob da was vergessen wurde und nachgelegt werden musste, wer weiß. Ein paar Tüten und wieder fällt mir etwas auf. Eine Tüte nur voll mit Transklierteile. Auch das ist ungewöhnlich. Normalerweise sind die Transklierteile immer bei den anderen Steinen einfach so mit dabei geworfen worden. Hier kann ich das nicht erkennen, dass es so ist. Also hier ist das nächste, was passiert. Also ich kann es eigentlich nur immer sagen, ich bin ja jetzt wirklich Kunde der ersten Stunde bei Bluebricks. Oder mit der ersten Stunde. Ich bin ja nicht der Kunde der ersten Stunde, aber mit von Anfang an mit dabei, dass ich die entdeckt habe und habe angefangen, mir dort Sets zu kaufen. Ich habe euch sehr viele aus den Anfängen ja auch schon vorgestellt und immer wieder habe ich zu hören gekriegt, warum tust du dir das an? Aus diesem Grunde tue ich mir das an. Es ist eine Entwicklung zu erkennen. Ihr könnt auch sagen, was ihr wollt. Es führt kein Weg dran vorbei an Bluebricks. Mit den Specials hauen sie wirklich schöne Sachen auf den Markt. Da will ich gar nicht drüber diskutieren. Das ist der Beweggrund, warum ich mich da immer wieder dran wende. Da sind schöne Sets zu bekommen. Ich bin keiner, der sich hier selber hinsetzt, seine Tausenden von Steine auf den Boden kippt und daraus jetzt so etwas zustande bringt. Das bin ich nicht. Ich kann Tüte aufreißen und zusammenbauen. Tüte aufreißen. Genau das werde ich jetzt machen. Ich verteile das Ganze auf meine Pommesschalen. Freut euch ja immer wieder, dass ich das bei mir so handhabe und eventuell auch auf Schüsseln. Und dann bauen wir das Ding mal zusammen und schauen, ob sich vielleicht in Sachen Klemmkraft oder irgendwas anderes auch noch mal wieder was getan hat. Ich bin gespannt. Na gut, es waren nicht alle Transklierteile in einer Tüte. Da hat sich dann doch noch mal wieder so ein bisschen in einer anderen Tüte die Transkliergeschichte eingeschlichen. Aber trotz alledem sind sie nicht zerkratzt. Also da ist definitiv was passiert. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, da sind hier Transklierteile angekommen. Für die musste man sich wirklich schämen. Oder ich hätte mich als Händler, wenn ich denn dann einer wäre, dafür geschämt, so etwas rauszugeben. So, es ist alles hier auf den Tellern verteilt. Die Anleitung ist runtergeladen. Der Zug soll 1,70 Meter lang werden. Da will ich mal sehen, dass es auch bei mir so kommt.
20 Bauschritte und die Ausmaße von dem Waggon werden hier schon klar sichtbar. Wer meinen Kanal öfter mal schaut, der weiß, die Radsätze sind fertig, aber sie kommen bei mir erstmal an die Ecke. Ich unterbaue mir das mit ein paar Steinen. So rollt mir das wenigstens nicht hier über den Tisch, sondern bleibt hier liegen. Viel zu sagen gibt es noch nicht, keine Fehlteile, Klemmkraft für diesen Waggon völlig in Ordnung. Größte Problem, was ich auf mich zukommen sehen habe, das ist der Unterbau. Dieser Unterbau besteht nur aus verschiedensten Platten und das war eine ganz schöne Banane. Also da habe ich gedacht, mein lieber Mann, das kann im Leben nicht gerade werden. Nach 20 Bauschritten ist es zwar noch nicht hundertprozentig gerade, wesentlich besser auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn der Aufbau jetzt hier drauf kommt, wird auch der Rest sich noch gerade ziehen, sodass das dann wieder eine stimmige Geschichte wird. Also wie gesagt, das habe ich extremst angezweifelt, aber das scheint zu werden. Mehr kann ich bis hier nicht erzählen, mehr möchte ich auch im Grunde genommen gar nicht erzählen, weil es macht bis hierhin Spaß. Ich weiß, es ist noch nicht viel passiert, aber das hat bis hierhin Spaß gemacht, weil es einfach alles hält. Auch vom Bauen her wird hier mit Überlappung gearbeitet. Das war nicht immer so. Einige werden sich vielleicht erinnern. Also deswegen, es macht wirklich wahnsinnig Spaß, das Ganze hier zu bauen. Und deswegen, was soll ich großartig rumquatschen? Ich baue lieber. ...33 Bauschritte, so langsam aber sicher fange ich an, das Dach zu machen. Und ich fange nicht nur an, das Dach zu machen, sondern ich fange auch an zu verzweifeln. Ich hatte es eingangs erwähnt, oder als ich das erste Mal unterbrochen habe, habe ich erwähnt, dass bedingt dadurch, dass der komplette Boden nur aus Platten gemacht wird, ist das Ding krumm wie eine Banane. Es hatte sich dann mit der Unterkonstruktion ein wenig gelegt und es wurde dann doch ein wenig gerader. Aber je mehr ich von dem Waggon gebaut habe, desto enttäuschter wurde ich. Das muss ich auch ganz klar so sagen, weil man sieht, das Ding ist krumm. Hier wird mit Verbund gebaut, überhaupt keine Frage. Also der Designer hat hier wirklich mitgedacht und hat nicht stupide übereinander gebaut, sodass das Ganze instabil wird. Stabil ist es, da will ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Also ich kann das hier nehmen und rumwirbeln, hier fällt nichts ab. Aber das Drecksding will nicht gerade werden. Ich kann es nicht anders titulieren. Also ich weiß, man soll nicht fluchen, aber nee, sowas ist dann wirklich ärgerlich. Wenn man dann an allen Ecken und Kanten auf einmal schlechte Qualität sieht, dann ist das zum Verzweifeln. Ich bin mal in meine Werkstatt gegangen und habe mir eine Wasserwaage geholt und ich hoffe, ich muss jetzt erstmal gucken, ich muss das ja jetzt irgendwie so halten. Mein Tisch steht übrigens 100% in Waage, das ist schon mal schön, aber ihr sollt das sehen. Also muss ich das jetzt mal hier so hochhalten. Ich halte jetzt gezielt mal hier unter die Mitte. Ich gucke jetzt mal mit. Also ich sehe das hier ganz deutlich. Könnt ihr das auch sehen? Ich versuche mal hier so ein bisschen zu schwenken. Das ist für euch ganz, ganz schwer zu sehen. Das tut mir jetzt so, könnt ihr das, glaube ich, schon wesentlich. Also ihr könnt das sehen, dass man hier durchgucken kann. Durch die Wasserwaage. Klar kann man durchgucken, weil 2 Steine fehlen. Hier kann man es noch viel, viel deutlicher sehen. Klar fehlen hier eine Zweierreihe. Die habe ich ja rausgenommen, weil das hier schon überbaut ist. Aber das Ding ist krumm, krumm, krumm und nochmals krumm. Vielleicht kann man das sogar mal in Zahlen fassen. Also das ärgert mich wirklich wahnsinnig. Hier kommen dann nur noch die Fahrgestelle drunter. Hier wird ein Dach aufgelegt. Das kann nicht gerade werden. So, ich versuche das jetzt mal in Maße zu bringen. Das sind
2 mm hier in der Mitte. Auf der einen Seite, mal gucken, ob sich das auf der anderen Seite so durchzieht oder ob es hier vielleicht noch mehr wird. Ja, das sehe ich mit dem Auge schon, dass es hier mehr wird. Hier sind es 3 mm. Sorry, aber das ist scheiße. Ich weiß, dass wir hier keine 100%ige Lego-Qualität haben. Ich weiß, dass wir auch keine 100%ige Lego-Qualität erwarten dürfen. Aber ich bin doch der Meinung, dass ich eine Qualität erwarten kann, die mir zu diesen Triebwagen, wie sie hinter mir stehen, ein schönes Bild ergeben. Ich denke mal, ich fahre jetzt noch schnell einkaufen, kaufe mir eine Banane, lege die zwischen die beiden Triebwagen und dann habe ich einen Anhänger gebaut. So einfach geht das. Ein Anhänger für den TEE für 79 Cent und nicht für 27,95, der krumm ist wie eine Banane. Vielleicht tue ich dem Ganzen jetzt Unrecht. Ich baue und wenn mir was auffällt, unterbreche ich und erzähle euch. Hier kommt noch ein Dach drauf, hier kommen noch Fahrgestelle drunter. Vielleicht legt sich das. Vielleicht kommt die Stimmung beim Bauen auch bei mir wieder zurück, indem ich merke, hui, das wird gerade. Viele Noppen sind hier oben nicht, wo was drauf kann. Ich würde sagen, ich baue jetzt weiter und dann schauen wir mal, ob aus der Banane vielleicht doch noch eine Gurke nach Europanorm wird. ...47 Bauschritte und das fahrende Obst für den TEE ist fertig. Ich habe hier noch die beiden Dachhälften liegen und die Fahrgestelle. Die Fahrgestelle hat sich irgendwie so eingebürgert bei mir. Mache ich dann immer als letztes, während ich dann zu dem Ganzen noch mal so ein bisschen was erzählen kann. Heute habe ich hier die beiden Dachhälften noch mal liegen. Ich habe es euch gezeigt, dass das Ding hier also ordentliche Abweichung hat, wenn es darum geht, in Waage zu sein. Das zeichnet sich jetzt natürlich, ups, hier fällt schon wieder alles ab. Also ich glaube, das hier ist definitiv der Grund, warum man für Bluebricks auch keinen Teiletrenner braucht. Das ist so soft, das geht von alleine. So, also hier ist, glaube ich, das sagt alles und das zeigt sehr gut, wie schief das Ganze ist. Jetzt werde ich das hier also alles mal so ein bisschen ineinander drücken müssen und dann hoffe ich, dass es die beiden Dachplatten schaffen, aus der fahrenden, oder sie fährt ja nicht, sie rollt ja nur hinterher, aus dieser rollenden Banane noch einen halbwegs geraden Waggon zu bekommen. Also das ist, das ist wirklich, also das ist schon einiges, was das Ganze schief ist. Ich kann immer versuchen, wenn ich jetzt hier einfach nur drücke, also das reicht nicht, dass das hier einfach so ineinander fällt. Man muss da also schon jetzt mal so ein bisschen ziehen und schwupps ist das Dach drauf. Hier lösen sich schon wieder die ersten Steine. Ist natürlich jetzt eine Menge Spannung drauf. Ja, was soll man zu dem Gesamtbild jetzt sagen? Also hier ist irgendetwas. Hier hat beim Gießen der Teile irgendwas überhaupt nicht hingehauen. Er ist jetzt so als solches, naja, sagen wir es mal, halbwegs in die richtige Richtung gekommen. Ich drücke hier mal noch so ein bisschen nach und mache mal meine Bauhilfen noch mal weg. Soll ja hier keine Ergebnisverfälschung geben. So, die kommen hier hin, das gehört ja nicht zum Set, das habe ich mir selber gemacht. Also wenn ich hier unten ziehe, ihr könnt das hier ganz gut sehen, hebt sich das Dach sofort wieder hier ab. Aber in dem vorderen Bereich, da stimmt irgendetwas nicht. Also hier sind irgendwelche Teile. So kann man das sofort sehen. Seht ihr das? Das ist in die Richtung, gibt es hier einen Unterschied. Also hier sind
ganz große Toleranzen in den Steinen. Das ist auch nur auf dieser einen Seite. Also ich gucke ja hier auf meinem Monitor, ich sehe das gleiche Bild, wie ihr jetzt seht. Also ich rede quasi mit mir selber, wenn man es so will. Es ist nur auf einer Seite, also das ist wirklich phänomenal. Ja, das ist wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, keine Ahnung. Also so wirklich glücklich bin ich mit diesem Waggon nicht. Das kann ich klar so sagen. Jetzt schaue ich mal Fahrgestelle drunter. Vielleicht werde ich ja jetzt ein kleines bisschen glücklicher. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge des Lebens, die das Leben lebenswert macht. Es hat mir die Beule oben am Dach jetzt natürlich nicht weggenommen, was ich hier gemacht habe. Ich muss mal hier so eine Gedenkminute einlegen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem Ganzen glücklich bin. Weiß ich wirklich nicht. Ich nehme mal die beiden Triebwagen mit dabei. So ein paar Teile sind übrig geblieben, das könnt ihr erkennen. Also es ist jetzt hier nicht so das flüssige Fazit, wie ihr das vielleicht gewohnt seid oder erwartet habt. So, nehmen wir mal den ersten mit dabei. Ich habe jetzt hier keine Schienen, das schenke ich mir mal kurz. Ich muss das hier vorne hinstellen. Hier steht mir das sonst auf meiner Ablage. So wie bei Wasserwaage. Also es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich bei Klemmbaustein eine Waage zur Hilfe genommen habe. Aber man kann alt werden wie eine Kuh. Man lernt halt immer noch dazu. So, und den zweiten auch noch hier hin und hier dran gepackt. So, dass man das halbwegs gerade hier hinstellt. Und da steht schon, ich schiebe das mal so, da steht es dann halbwegs mittig im Bild. So, also wenn das jetzt hier so dazwischen steht und ich mir das Ganze anschaue, ich sehe den Buckel immer noch. Kann jetzt natürlich daran sein, dass man sich hier unnütz an irgendetwas hochzieht, weil es fällt jetzt definitiv ins Auge. Und was mir jetzt auch hier ins Auge fällt, und da gebe ich jeden Einzelnen recht, der das in die Kommentare von den beiden Triebwagen geschrieben hat, sie sind zu lang. Im Verhältnis zum Waggon sind sie ein Stück zu lang. Das ist mir bei den Triebwagen so als solches noch nicht aufgefallen, aber jetzt, wo es hier vor mir steht, würde ich das mal so unterschreiben, dass die eine Spur zu lang geworden sind. Wir messen mal den ganzen Kameraden so, wie er hier steht, dass wir mal so ein bisschen hier vorankommen, weil sonst diskutieren wir uns hier heute Abend noch über das Ganze. Oder bis heute Abend, obwohl jetzt, wo ich hier baue, es ist ja schon Abend. So, hier stehen jetzt also 1,30 Meter Zug vor mir. Man kann direkt erkennen, dass es der TEE ist. Da passiert also wirklich nichts. Ich kenne den TEE aus meiner Kindheit, da habe ich ihn regelmäßig fahren sehen und ja, ich erkenne ihn sofort. Sicherlich wird der ein oder andere da was dran optimieren können, dass er dem Ganzen noch ein wenig näher kommt. Aber wir gehen ja immer davon aus, es gibt auch noch Leute wie ich, die können das einfach nicht. Die sind froh, dass es jetzt jemanden gibt, der das Ganze für uns designt, der das in einen Karton packt, mittlerweile sogar mit Aufkleber, wo ein Bildchen drauf ist und uns das für eine, kann man da sagen, für einen schmalen Beutel. Manchmal überfliege ich das Ganze, rechne das hoch und finde auch diesen schmalen Beutel nicht mehr unbedingt, sondern lande da auch schon Preise, die sind recht nah an Dänemark. Aber trotz alledem gibt es dort Designer, die setzen sich damit auseinander und die schaffen es, uns sowas zu schicken. Und er sieht ja gut aus. Manko ist hier. Das ist aber kein Manko am Designer, das ist ein Manko an der Fabrik, in der die Steine oder in der die Steine spritzgegossen werden. Sagt man einfach nur gegossen, weil es sind ja Spritzdrucker. Spritzgegossen, das ist interessant. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Also wo die Teile gegossen werden. Also hier sind wirklich gravierende Unterschiede in den einzelnen Steinen, was die Höhe angeht. Also ich gucke hier immer noch und ich kann das jetzt nicht an irgendeinem Stein ausmachen. Und ich kann hier nochmal nachdrücken, so viel wie ich will. Das Ganze kommt
nicht runter. Das Einzige, was hier passiert, wenn ich versuche, das gerade zu machen, seht ihr das hier? Da stellt sich das Dach gleich wieder um mehreres auf, weil hier also wirklich wahnsinnig viel Spannung drauf ist. Das habe ich also so auch hier noch nicht erlebt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn ich es jetzt hier, es sollte ja eigentlich hier nur stupide reinfallen, wenn ich das drauflege. Und ein Kommentar, dass man es einfach nur auflegt. Dann muss es einfach hier reinpassen und nicht, dass ich einen ganzen Waggon hier so ein bisschen knietschen muss, dass das alles hier reinpasst. So. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Ich denke mal, ich habe euch alles gezeigt. Ich mache es nochmal, das macht so viel Spaß. Man kann das Dach im Übrigen ganz leicht abnehmen, indem man einfach mal hier so ein bisschen an dem Anhänger wackelt. Dann entspannt sich das Ganze, die Dachplatten kommen hoch und man kann sie ganz leicht abnehmen. Vielleicht ist das auch der Hintergrund gewesen, dass dieser Waggon mit einer Dachöffnefunktion geliefert wurde. Gucken wir nochmal schnell rein. Platz für 10 Passagiere bietet uns der ganze Waggon. Natürlich muss man dabei 6 Noppen breit hergehen und auf einer Seite der Minifigur die Arme abnehmen, damit er dann vernünftig hier sitzen kann. So, Dach wieder drauf. Und hier ist es wie so ein Zaubertrick. Das funktioniert jedes Mal aufs Neue. Eine Seite geht rein und dann muss ich hier ein bisschen Gewalt anwenden. Dann geht das Ganze auch drauf. Dann hebt sie es hier vorne wieder an. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Ein Waggon fehlt jetzt noch für das Ganze. Den werden wir dann in naher Zukunft auch noch dazwischen fummeln. Auf den bin ich jetzt natürlich besonders gespannt. Jo. Mehr kann ich dazu im Grunde genommen nicht sagen, außer dass es mich mal wieder freut, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, dass ihr euch mein Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Kennt ihr ja mittlerweile. Hat es euch nicht gefallen, schreibt es in die Kommentare. Klar, dann benutzt ihr auch den Daumen runter. Ehrlich währt am längsten. Abo, Glocke, all diese Dinge habe ich mehr als oft erzählt und mehr als genug, würde ich meinen, habe ich das auch erzählt. Unten habe ich euch das Ganze natürlich wie immer verlinkt. Ich erwähne das deswegen, weil der ein oder andere weiß das nicht. Ich weiß, viele Leute gucken nicht in die Videobeschreibung. Ich tue das manchmal auch nicht. Ich mache das immer nur, wenn es mich wirklich interessiert. Aber wie gesagt, in der Videobeschreibung steht immer alles, was für euch wichtig ist. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal direkt beim Hersteller angucken. Könnt ihr mit den Bildern vergleichen, könnt ihr mit dem vergleichen, was ihr hier seht. Bis zu meinem nächsten Video, da wisst ihr, da wünsche ich mir nur eins, und zwar, dass ihr gesund bleibt, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag.